Wer wird Weltmeister in unserer Road to Glory Saison Nummer 3? Würde ich schätzen, ist es hier. Wir starten rein in Austin. Eine der letzten Rennen hier. Es warten dann noch Abu Dhabi, Mexiko, Brasilien. Und ich glaube, ne, Mexiko hatten wir, ne? Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi, eins fehlt noch. Ah, Portugal, genau. Portugal, Portimao ist ja die Saison mit dabei, habe ich ja reingetan, neben China. Tja, und die große Frage, wer kann Verstappen noch gefährlich werden? Der Einzige, der wirklich realistisch da angreifen könnte, wäre ich. Aber mit dem Auto hier weiß ich nicht, ob das möglich ist. Aber ich versuche trotzdem hier in jedem Rennen das Beste rauszuholen. Noch ein paar schöne Rennen euch zu liefern, ein paar Punkte zu holen. Um zumindest wieder den Vize-Weltmeistertitel zu sichern. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ne, letztes Jahr Vize-Weltmeister hinter Sergio Perez. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich Max Verstappen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass die anderen Fahrer da noch irgendwie aufholen können. Gut, aber wenn man auf den Leistungsvergleich guckt, dann ist das auch nicht mehr ganz so überraschend, dass wir nicht, ja, beste Leistung bringen können. Da stehen wir ja zum Beispiel hinter Teams wie Alfa Romeo und hinter Alpine und da weißt du dann schon Bescheid. Aber es kann sich auch noch einiges ändern. Ich glaube nämlich, Brasilien hat auch nochmal ein Sprintrennen mit dabei, das dann blitzeschnell geht. Oh, da können wir vielleicht auch nochmal ein paar Punkte aufholen. Nochmal eine Verwarnung kassiert, aber wir sind, ja, 10. Mal gucken, wie wir da reinstarten können. Ist okay, in der Mitte des Feldes ging auf jeden Fall besser, aber ich will mich nicht beschweren. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Norris, Leclerc und George Russell. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Und auch hier sind die Abstände wieder nicht so groß. Ihr seht 0,006, 0,016, 0,099. Das sind mal die ersten 4 Plätze und vielleicht, wenn wir einen guten Start hinlegen und wir Verstappen vielleicht ein bisschen aufhalten können, dann ist hier definitiv heute mehr als Platz 10 drinne. Also, auf geht's. Die Jagd auf Verstappen geht also in die nächste Runde. In Sichtweite vorne von der 4 wird er starten. Wir hinter Albon und Ocon. Da kommen wir erstmal ganz gut durch und gut vorbei. Jetzt ist die erste Kurve ganz, ganz entscheidend, je nachdem, was die vor mir hier machen. Da will ich auf jeden Fall hier durch. Oh, Norris hat es da erwischt. Da ist, glaube ich, ein Teil weggeflogen. Ganz, ganz schlechter Start von Norris. Von der 1 auf die 5. Verstappen ist 4. Nach wie vor. Und ich muss jetzt hier zusehen, dass ich dranbleibe. Möglichst vielleicht Norris noch überhole, weil ich bin eigentlich schneller als er. Der wird wahrscheinlich jetzt reingehen. Oh, vorne, die versuchen sich auch schon alle gegenseitig zu überholen. Das wird ganz, ganz eng hier an Sainz und an Norris vorbei. Richtig starkes Manöver. Ganz, ganz super Start. Und Norris wird, denke ich, schon das erste Mal in die Box gleich reingehen. Da ist irgendein Frontflügelteil ist da geflogen. Und ich glaube, das war von ihm. Ganz, ganz wilder Start. Jetzt Jagd auf Verstappen, Russell, Sergio Perez und vorne Leclerc, der die Führung übernommen hat. Und natürlich ein ganz, ganz schlechter Start von Norris, der nur für 10 Sekunden ungefähr seine Pole Position behalten durfte. Was ist jetzt hier möglich? Also nach so einem Start natürlich alles. Hier ist ganz, ganz viel möglich. Vor allem in Sachen Verstappen. Wie nah kommen wir jetzt ran? Eigentlich müssten wir da auch schon längst vorbeikommen. Achtung, die versuchen es da. Russell, Perez und Verstappen. Oh, weia. Ah, Sergio Perez muss auch schon rein. Ah, dann war das von ihm. Okay, dann hatte Sergio Perez da ein Stück vom Frontflügel verloren. Und nicht Lando Norris. Also hat Norris Glück gehabt. Sergio Perez muss also rein in die Box. Und wir... Ah, nee, hier traue ich mich nicht. Das ist mir ein bisschen riskant hier in Kurve 1, weil du kannst es nicht richtig einsehen. Aber holla die Waldfee, was für ein Start, oder? Wenn das mal nicht Lust und Laune auf mehr macht hier, dann weiß ich auch nicht. Vor allem, wer sich diese Schlangenkurven hier ausgedacht hat. Der gehört echt gesteinigt, aber das ist ja der Reiz an dieser Strecke, ne? Das ist der Reiz an dieser Strecke hier und dann 2 etwas längere Geraden. 2 etwas längere Abschnitte, je nachdem wie gut wir hier wegkommen. Dann mit DRS dann ab der nächsten Runde
Ja, und ich sehe schon wieder orange, das ist gar nicht gut. Und wieder das Getriebe, 60%. Also wir fahren auch nicht mit der besten Leistung. Aber ich möchte jetzt auch nicht mir neues Getriebe einbauen lassen, sage ich euch, wie es ist. Aber ich könnte ja auch zurücksetzen. Ne? Ich habe jetzt schon ein paar Stufen entwickelt. Ich könnte jetzt also zum Beispiel von 5 auf 4 gehen oder auf 3, je nachdem, was weniger Verschleiß hat. Weil ein fittes Getriebe in den letzten Rennen brauche ich. Wenn ich in Brasilien nochmal ein Sprintrennen habe, da nochmal zusätzlich Punkte holen kann, je nachdem wie es läuft. Das ist ganz entscheidend. Ob das jetzt ein Vorteil oder Nachteil ist für Sergio Perez, jetzt letzter zu sein? Ich denke eher mal ein Nachteil. 1,34,687 für Russell. Und genau das werden wir hoffentlich bekommen. Russell hat dann Probleme. Leclerc hat erstmal ein bisschen Abstand. Und ja, Sergio Perez, der wird also nicht in die Punkte fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, keine Abkürzung, okay. Hier weiß ich halt auch wieder nicht, ne? Bis wohin darfst du rüberfahren? Ist ja auch wieder von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Ja, aber ich bin mehr als zufrieden. Also ich glaube zufriedener als mein Hintermann. 6 Positionen gewonnen. Er hat 4 Positionen verloren. Kriegt jetzt natürlich auch DRS. Dann bleiben wir aber trotzdem vorne dran. Ich nutze den Windschatten, ich nutze das bisschen DRS, was wir haben. ERS würde ich gerne sparen, obwohl das eigentlich nichts bringt. Eigentlich müsste ich das auch voll einsetzen. Damit ich vorne auch dran bleibe. Das ist halt die Kacke. Aber ich sehe auch gerade, ich bin vor Hamilton. Also zumindest den Rivalen, obwohl es da auch um nichts mehr geht. Die ja, Konstrukteurswertung, das werden wir wahrscheinlich auch am Ende wieder 10.000 Mal hören. Hat Red Bull überraschenderweise gewonnen. Tja, und vorne muss ich einfach mit ERS fahren. Das geht gar nicht anders. Ich kriege hier zum Beispiel keinen DRS. Das ist natürlich schade auf Start und Ziel. Norris bekommt und er kommt näher ran. Also ich muss jetzt ERS anhaben. Das tut mir leid. Meine Reifen sind auch wieder ganz gut im Gebrauch. Aber ist egal. Wir müssen jetzt so gut es geht nach vorne pushen. Bis zum geht nicht mehr. Weil anders werde ich es nicht hinkriegen. Anders werde ich Plätze hier nicht gut machen. Vor allem das DRS-Fenster hier, da muss ich drin sein. 0,8, das werde ich auf jeden Fall sein. Norris wird jetzt den nächsten Angriff starten. Aber auch hier holen wir wieder das Maximum raus. Auch mit 60% Getriebe. Die anderen Bereiche waren, glaube ich, auch nicht mehr so ganz fit. Ja, obwohl das geht eigentlich noch im Vergleich. Der Turbolader ist auch schon auf 32%. Und da kommt Norris angeflogen. Der könnte das knapp schaffen. Nee, vergiss es. Brauchst du gar nicht versuchen. Ganz außen vorbei. Versucht es aber innen. Achtung, Ideallinie. Bisschen früher reingezogen. Ja, bleibt trotzdem dran. Gefährlich. Achtung, nächste Kurve. Da hat er zurückgezogen. Da zieht er auch meist den kürzeren. Bei solchen Manöver bin ich einfach gewohnt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum komme ich denn jetzt so weit raus? Das liegt doch wohl nicht an den Reifen. Liegt halt an der Ideallinie wahrscheinlich. Und natürlich auch am Reifenverschleiß. Der wird immens hoch sein. Fast bei 30%. So, und ich versuche natürlich wieder hier Norris in die Tür aufzumachen. Und Achtung, innen wieder vorbei. Das ist ganz, ganz knapp, ganz, ganz eng. Vorne Verstappen haben wir jetzt natürlich ein bisschen Abstand verloren. 2 Sekunden da jetzt der Vorsprung von Verstappen. Aber Gasly, ja, um mal hinter Norris zu blicken, der ist auch schon fast 4 Sekunden dahinter. Also wir hätten erstmal ein bisschen Luft. Und so wie ich hier gerade die Ideallinie nehme, glaube ich, kann ich froh sein, wenn ich Platz 5 erstmal behalte. Achtung, nicht drehen hier. Auch eine gefährliche Stelle. So, nächster Angriff. Norris wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen leichter vorbei schaffen. Da kommt er nämlich schon. Jawohl. Das werden wir leider nicht verteidigen können. Aber wir können Trick 17 machen. Und zwar dasselbe wie er. Einfach ein bisschen später bremsen.
Boah, wie es da in die Eisen gehen muss. Wahnsinn. Das ist an Spannung ja kaum auszuhalten hier. Diese Moves, diese Überholmanöver. Einfach große Klasse hier. Dass hier noch niemand zu Schaden gekommen ist, ey. So, und hier muss man eigentlich auch rechtzeitig einlenken, damit man diesen großen Bogen da nicht fährt. So, und ich brauche jetzt unbedingt neue Reifen. Ich merke das schon, das ist nicht mehr so stabil. Ja, ich merke schon so ein bisschen, ehrlich gesagt. Jetzt, wo es gerade anspricht. 35%. Boah. Das hat jetzt aber ganz stark zugenommen. Wieder dieselbe Leier. Ihm in die Tür aufmachen und dann ihn irgendwie versuchen nach außen zu drängen. Also ich möchte wenigstens vor ihm in die Boxengasse rein. Wird schwer. Das wird ziemlich schwer werden, aber ich versuche alles. Ich versuche das hier mit Mann und Maus zu verteidigen. Und vorne Verstappen ist jetzt schon fast 4 Sekunden weg. Also den haben wir ganz schön aus den Augen leider verloren. Na gut, gibt es jetzt heute mal den erbitterten Zweikampf mit McLaren. Die ja im Leistungsvergleich, meine ich, sogar Zweiter oder Dritter sind. Die sind ziemlich weit oben, die haben auch einen richtig großen Sprung gemacht. So, und jetzt sehen wir wieder Norris links an mir vorbeiziehen, oder? Ja, er versucht's. Und wieder derselbe Versuch. Bisschen später zu bremsen, innen vorbei. Boah. Mit dem hohen Verschleiß bei den Reifen, ey, das ist Wahnsinn, was ich hier versuche. Aber was soll ich machen? 40%. Das ist echt extrem hoch. So hoch hatte ich das schon lange nicht mehr. Aber schaut euch die Strecke an. So viele, ja, auch extrem enge Kurven. So, und jetzt rein in die Box. Vielleicht kommt Norris ja hinterher. Er kommt hinterher. Das heißt, es wird jetzt auch ein erbitterter Kampf in der Boxengasse. Leclerc ist drinne. Draußen jetzt Russell gegen Verstappen, ne? Nee, doch. Leclerc ist ja bislang noch reingekommen. Jetzt gucken wir mal, das war vor Norris. Komm. Schneller. Sehr schön. Und ein bisschen Vorsprung haben wir. Sogar. Und jetzt die Chance, dass die anderen Fahrer uns vielleicht vorbeilassen, um dann Norris aufzuhalten. Sergio Perez ist 14, der muss ja nicht mehr rein, oder? Fährt er nochmal? Weiß ich gar nicht. 3 Sekunden ist jetzt erstmal der Vorsprung vor Norris. Das ist jetzt halt auch unsere Chance hier mit frischen Reifen, mit ERS dann nochmal ein bisschen wegzupushen. Vielleicht hat er auch diesmal länger mit der in der Boxengasse gebaut. Vielleicht hat sein Team diesmal ein bisschen Mist gebaut. Oder ist einfach nicht rausgekommen wegen zu viel Verkehr. Weiß ich ja nicht. Vorne ist Guanju, dann Daruvala. Und der Norris hat jetzt erstmal mit Sergio Perez zu tun. Und die schauen wir, dass wir so nah ranpushen können, dass wir vielleicht nochmal DRS bekommen. Wäre ja gar nicht verkehrt. 2,9, das ist okay, der Vorsprung. Also da muss auf jeden Fall irgendwas in der Boxengasse gewesen sein. Wir gucken uns das mal auch in der Rennleitung an hinterher. Der war ja wirklich ganz dicht hinter uns und warum soll er plötzlich 3 Sekunden Rückstand haben? Da kann ja auch irgendwas nicht stimmen. So, wir gehen auch alle rein. Schade, also leider kein DRS für HSPP. Aber viele Überholmanöver, hoffe ich. Mal gucken, wie viele. Vorne kommt der Sainz wieder raus. Oder? Müsste Sainz sein, aber den holen wir uns auch noch. Und sind wieder wie gewohnt hinter Verstappen. Alter Abstand ist wieder hergestellt. Die alte Rangfolge. Ah ja, ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Vor allem, ich habe gelesen, bei so vielen engen Kurven oder bei so vielen Kurven sollen harte Reifen eigentlich auch nicht verkehrt sein. Ist der Verschleiß nicht so hoch. Aber dafür der Grip halt nicht und du kannst auch nicht so schnell fahren. Deswegen, ja, erhoffe ich mir vielleicht, dass ich dadurch an Verstappen noch rankomme und doch noch irgendwie aufs Podium fahre. Also hier scheint heute wieder alles möglich. Von Podiumsplatzierung bis, ja, noch überholt werden von Norris und sogar Sergio Perez, weiß man's.
Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch, dass Verstappen zurzeit auch nicht im DRS-Fenster ist. Boah, ich bremse aber ganz schön spät. Also ich gebe hier wirklich Hackengas. Ich fahre echt hier phasenweise wie eine besenkte Sau, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ganz spät gebremst, ey. Also wenn ich im Training immer dieses Benzinmanagement mache oder das Reifenmanagement, das wäre hier durchgehend auf Rot. Aber das ist mir jetzt in dem Fall erstmal egal. Es geht vorne um die Platzierung. Und jeden Punkt, den ich mehr hole als Verstappen, ist ein gewonnener Punkt für mich. Weil es ist ja rechnerisch noch möglich. Es ist auch wie letztes Jahr mit Sergio Perez, ist eigentlich aussichtslos, wenn er so weiterfährt. Aber ihr seht, auch Verstappen gewinnt nicht jedes Rennen. Und lasst mal wie beim Start beim nächsten Mal nicht Sergio Perez Probleme mit dem Frontflügel haben, sondern halt auch Verstappen. Aber gut, er ist nicht reingegangen. Dadurch hat Sergio Perez natürlich jetzt viele Plätze gewonnen. 6. ist er. Ist dann halt auch ein Vorteil, ne? Wenn du gleich früh reingehst, dann kannst du schön Druck machen, schön Tempo. Aber das geht sich ja nicht dann aus, ne? Irgendwie. Würde ich mal tippen. So, 2,1 Sekunde. Vielleicht hole ich hier ein bisschen auf, aber so viel ist das jetzt nun auch wieder nicht. Tja, die Hoffnung war kurz sei. Verstappen durch die harten Reifen. Eigentlich ein bisschen in der schlechteren Position. Auch weil er jetzt knapp 3 Sekunden auf Russell Rückstand hat. Aber ich komme halt leider nicht weiter vorne ran. Da spielen halt auch die anderen Teile wieder mit rein, ne? Das Getriebe. Und ich guck mal, dass ich das wirklich für die letzten Rennen ausgetauscht bekomme. Ich habe ja ein paar Stufen. Und es sind ja nicht, ja, schon alle Stufen so verschlissen, wie jetzt hier die Stufe, die ich jetzt habe. Da sollte dann eventuell doch noch was gehen. Schnellste Runde können wir uns leider auch abhaken. Da habe ich am Anfang leider das ein bisschen verpasst. Aber gut. Da waren auch andere Sachen wichtiger. So, aber da vorne ist er. 1,4. Wir sind ein bisschen näher rangekommen. 1,6. Sergio Perez hat jetzt auch seinen Platz an Carlos Sainz verloren. (1,3, 1,4). Also vielleicht könnten wir in der vorletzten Runde oder letzten Runde nochmal so was wie einen Zweikampf bekommen zwischen mir und Verstappen. Wenn es so weitergeht. Hier habe ich, glaube ich, in der letzten Runde ganz schön viel aufgeholt. Und ich glaube auch nach wie vor, dass sich Verstappen mit diesen harten Reifen nicht sehr wohl fühlt und sich auch nichts Gutes tut. Aber soll ja mir egal sein. Guck mal, 1,1 Sekunden. Wir sind fast im DRS-Fenster. So, hier gut reinkommen. 1,3. Wenn ich jetzt hier einen guten Exit bekomme. Ja, wenn diese gelben Hucke hier nicht wären, schade, aber egal. 1,4, er ist in Sichtweite. Gut, mein Reifenverschleiß wird auch exorbitant wieder hoch sein, aber wie gesagt, das ist jetzt ja alles uninteressant. Es geht jetzt wirklich nur noch um Platzierung. Und hier darum, wichtige WM-Punkte noch einzufahren. Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Ja, ich bin eigentlich schon im DRS-Fenster. Ich sehe ihn schon. Oh, Abkürzung, ja. Da habe ich die Kurve diesmal nicht ganz gut bekommen. Aber gut, eine Verwarnung ist okay. Mehr nicht. Bringt uns wieder ein Stückchen näher ran. An Verstappen 1,0. Und jetzt, wenn wir uns mit ERS weiter ranpushen, vielleicht könnten wir ja in der nächsten Runde schon ins DRS-Fenster reinkommen. Ich hoffe, meine Reifen halten das durch. 18%, das geht gerade noch.
Vorne gibt es dann auch einen Zweikampf, wobei Zweikampf ist das jetzt nicht wirklich. Russell hat auch ein bisschen Abstand zu Leclerc. Der wird das, denke ich mal, irgendwie hinbekommen. Aber hier Platz 3 ist final meiner Meinung nach noch nicht so entschieden. Ich die Kurve ein bisschen zu weit genommen. 0,9 bin ich leider nicht im DRS-Fenster, aber wir kommen näher. Und ich sage ja, vielleicht haben wir gleich in der vorletzten oder in der letzten Runde die Chance, an Verstappen noch vorbeizuziehen. So, wenn ich es jetzt hier irgendwie schaffe, ranzukommen. Oh, Achtung, nächste Verwarnung. Es wird jetzt eng. Ich darf jetzt nicht mehr abkürzen. Ich darf mir das jetzt nicht verbauen. Aber ich sollte drin sein. 0,9. Ah, ich weiß nicht, wo der Strich beginnt. Der ist erst hier vorne, ne? Ich glaube, der beginnt erst hier vorne, der Strich. Schade, habe ich leider nicht geschafft. Aber jetzt 1,2. Norris hinten 1,7 kommt auch nochmal ran. Also ich muss sowohl nach vorne als auch in den Rückspiegel gucken, dass ich hier von keinem orangenen Auto noch überholt werde. So, das ist hier ein Abschnitt, da gewinne ich halt ein bisschen Zeit und ich komme auch wieder näher ran. Das muss ich halt hier zu meinem Gunsten oder zu meinem Guten jetzt nutzen. Die Gunst der Stunde nutzen, so heißt das. So, nicht zu weit nach draußen kommen. 1,1 ist wirklich ganz, ganz knapp. Schade, wenn das Rennen noch 3-4 Runden länger gehen würde, würde ich sagen, dann würde ich ihn, denke ich, kriegen. Aber dadurch, dass wir jetzt halt nur noch 2 Runden haben, ich kann es noch nicht vorhersagen. Ich glaube, das wird nichts. Ich wüsste auch nicht, wie man die Kurven anders nehmen muss, beziehungsweise es gibt bestimmt auch eine andere Ideallinie, die man hier benutzen kann, die E-Sportler nehmen, damit sie noch bessere Rundenzeiten hier fahren. Wo ich hier nochmal abkürzen könnte, aber bei der nächsten bekomme ich halt eine 3-Sekunden-Strafe. Das muss mir halt auch klar sein. Und das Risiko gehe ich halt nicht ein, weil den 4. Platz möchte ich dann auch unterm Strich behalten. Also nach vorne hin wird nicht mehr viel gehen. Ich habe alles versucht in den letzten Runden. Es hat leider nicht sollen sein. 1,5. Da wird Verstappen jetzt vorne auch nochmal ein bisschen pushen. Norris hinten. Da muss ich jetzt in der letzten Runde aufpassen, dass der mir hier nicht noch gefährlich wird. Der wird nämlich nochmal DRS bekommen. Der wird reinfahren ins Fenster. Da werde ich nicht mehr viel gegen machen können. Schade, wäre ich mal erst mit Mediums gestartet und wäre dann vielleicht auf Softs gewechselt. Aber gut, jetzt ist wieder der Blick nach hinten entscheidender. Nach vorne, das haben wir leider verloren. Da müssen wir leider die weiße Fahne hissen, aber nach hinten, da wird es jetzt nochmal interessant. Weil Norris kriegt DRS und wir haben nichts. Außer unserem bisschen ERS hier, das gerade mal unter 10% liegt. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. So, dann wenigstens Platz 4 jetzt sicher nach Hause fahren. Doch noch irgendwie die Chance sich wahren, weil Verstappen auch jetzt nicht unbedingt so viele Punkte geholt hat. Aber er holt halt mehr Punkte als wir. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch am Ende Weltmeister, weil er immer diese 1-2 Plätze besser ist als ich noch. Ich hoffe ja ganz stark da auf die nächste Saison. Jetzt kommt der Norris auch nochmal an mich ran. Ey, das gibt's nicht. Der war mal 3 Sekunden hinten. Hier beträgt 1,7 Sekunden. Aber gut, bei der Fahrweise jetzt ja auch und bei, wie gesagt, das, was ihr jetzt rechts seht, das ist dann auch irgendwie ja kein Wunder. Er versucht irgendwie trotzdem außen vorbei. Ich schaffe es auch nicht, ihn auszubremsen. Das wird jetzt nochmal ganz, ganz haarig auf dieser langen Geraden. Das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen, aber werde ich nicht. Da wird er jetzt rankommen. Er wird es hier innen versuchen, ja. Ich werde aber trotzdem hier vorne nochmal später bremsen als er und das irgendwie noch hinkriegen. Achtung. Ja, einmal gegengelenkt, einmal rein. Frontflügel ist heile geblieben. Und die FIA sagt auch dagegen nichts. Also, ein härterer Zweikampf. Eigentlich voll reingefahren. Ey. Eigentlich müsste ich die Strafe kriegen. Noch nachträglich. Er war ja auf der Ideallinie. Aber egal. Wenn das Spiel hier nicht eingreift, muss ja auch das Spiel ein bisschen austricksen. Also Platz 4 mit der allerletzten Kraft
Hoffentlich mit auch keiner Zeitstrafe. Genau, Leclerc gewinnt das Rennen vor Russell, Verstappen Dritter und dann wir auf der 4. Super Rennen. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich würde sagen, wir wissen, was der Hauptfaktor heute auf der Strecke war. Geschwindigkeit. Klingt unglaublich vereinfacht, aber schnelle Autos gewinnen Rennen. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein, denn er macht weiter an der Spitze der Rangliste Boden gut. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Für mich ist das heute die einzig wahre. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Und wir sehen, dass Red Bull nach einem langen und harten Kampf diese Saison einen weiteren Titel einstreicht. Die haben dieses Jahr ein erstaunliches Auto gebaut und der Ruhm, den sie nach Milton Keynes bringen, ist völlig gerechtfertigt. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Tja, also bis auf Leclerc und Russell vorne, die natürlich von dem Start, dem schlechten Start, muss man dazu sagen, von Lando Norris profitiert haben. Schade, dass wir da nicht am Anfang, da müssen wir halt unsere Platzierungen gleich holen, wenn wir da 3, 4 Autos dann überholen. Aber ich sag nochmal, von der 10 auf die 4, mit dem Auto unter den Bedingungen ist das wirklich stark, finde ich. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Hier wird es auch immer enger. 71 Punkte. Aber es gibt noch ein Sprintrennen in Brasilien. Wir haben noch Mexiko. Wir haben Portugal. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die KI da performt. Da kann ich auch noch nichts zu sagen. Aber wenn wir wieder Vize-Weltmeister werden sollten, das sollten wir vielleicht auch mal ins Auge fassen, dann wäre das auch wieder eine grandiose Saison. Wir fahren ja mit Haas. Wir fahren jetzt nicht irgendwie mit Ferrari oder Mercedes und müssen da oben mitfahren. Ja, also das müssen wir eigentlich gar nicht machen. Rennleitung wollte ich nochmal gucken, was da jetzt nochmal genau war. Also Ereignis, Daruvala, Sergio Perez hat eine Kollision mit Leclerc gehabt. Der musste dann rein. Sainz hatte mit Sergio Perez eine Kollision. Ich habe einmal die Kurve abgekürzt und die Streckenbegrenzung überschritten. Deswegen musste Sergio Perez auch rein. Frontflügel 7,8 Sekunden. Und Lando Norris wollte ich auch mal gucken, warum der so lange gebraucht hat. Der ist ja mit mir reingegangen. Runde 6, der hat 2,4 gebraucht. War auch nicht viel länger. Naja, und hier nochmal Lance Stroll. Gut, der musste dann in der 10. Runde nochmal rein. Frontflügelschaden. Naja, also so sieht's aus. Sehr, sehr spannendes Rennen. Machen wir weiter. Am Ende aber auch wieder dieses uninteressante Duell. Da geht es wie gesagt um die goldene Ananas. 4:2 gewinnen wir da gegen Hamilton. Aber vielleicht für die nächste Saison auch an Fahreranerkennung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß das Upgrade sein wird, wenn wir von dieser Saison dann in die nächste Saison starten. Ob es da mal die Chance gibt oder die Aussicht auf Verbesserung. Weil wenn nicht, dann muss man halt mal überlegen, ob man das Projekt überhaupt noch weitermacht oder nicht. Weil wenn es eh sinnlos ist, wenn es zum Beispiel jetzt bei der Entwicklung gar nicht mehr höher geht und weiter. Die Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. 26. Oktober, da wurde jetzt irgendwas geupgradet, bin ich der Meinung. Das war doch so. Und zwar, wo war das denn? Hier nicht. Upgrades verloren. Wo war das denn? Genau hier. Die Größe des Turbos, okay, hat zugenommen. Das ist nämlich von selber gegangen. Abgeschlossen. Beschreibung ansehen. Durch Neuanordnung der Teile um ihn herum kann ein größerer Turbolader eingebaut werden. Dank des größeren Volumens wird mehr Luft in die Zylinder gepresst, was die Verbrennung verstärkt. Hört sich ja auch erstmal gut an. Für mich als Laie, ja, Frage, Motorherstellung, Kleinmotorleistung.
Das würde uns natürlich auch nochmal ein bisschen mehr nach vorne bringen. Ein Hersteller-Upgrade ist auch fertig. Damit ist das hier unten jetzt total abgearbeitet. Motor. Neuer Motor wahrscheinlich drin. Ich wollte nämlich hier mal gucken, genau, ob man hier nicht vielleicht was ummodeln kann. Aber, nee, das wird eine Strafe geben. Ob ich nicht hier vielleicht zurücksetze. Guck mal, auf Stufe 2, da ist zum Beispiel noch nichts verschlissen. Da ist halt im Prinzip egal, wo ich hingehe. 191. Hier ist es nicht egal. Hier können wir mal hier machen. Da gehen wir auf die 2. Das ist, glaube ich, überall noch gut. Beim Getriebe muss ich halt jetzt auch mal gucken. Da machen wir mal auf die 3. Und hier... Ja, mache ich es auf die 2. Und beim Energiespeicher gehen wir auch mal hier hin. Mal gucken, ob es was bringt oder nicht. Ich muss da mit mir mal im Reinen drüber werden. Jetzt Mexiko. Sergio Perez Heimrennen. Will natürlich nicht enttäuschen. Würde ich ihm auch diesmal gönnen. Sofern Verstappen nicht gewinnt. Der könnte doch auch mal ausscheiden. Das wäre jetzt nochmal so ein Gamechanger auch in der Saison. Und wenn er dann in Brasilien nochmal ein bisschen rein choked, Verstappen. Ich male mir wieder die schönsten Saisonfinals hier aus. Ob es dann aber auch am Ende soweit sein wird, das wird man sehen. Vorhersage. Sind wir jetzt weiterhin hinter Alpha. Das werden wir auch in der Saison nicht mehr schaffen. Guck mal, vorne Mercedes und Red Bull sind jetzt fast wieder auf einer Höhe. McLaren, Ferrari, Alpine. Ey, das wundert mich halt, dass Alpine so gut ist. Und hier bin ich mal gespannt, was hier noch mit hinzukommt. Nötige Einrichtung Stufe 3 wird ja dann nächste Saison sein. Ne? Wenn wir dann hier die letzten Teile verbauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, viele Rennen haben wir nicht mehr. Um genau zu sein, haben wir jetzt noch 4 Rennen. Mexiko, dann Portugal, dann Brasilien, dann Abu Dhabi und dann bin ich gespannt, wer hier den Weltmeistertitel für sich beanspruchen wird. Macht's gut, bis zum nächsten Rennen. Ciao, ciao.